Hallo Ladies! Ich bin die Claudi und ich bin Visagistin und normalerweise zeige ich euch einmal die Woche Schminktipps und Tricks. Nur jetzt haben wir ein bisschen eine andere Situation, deswegen zeige ich euch heute, wie ihr diese Maske hier selber nähen könnt. Das ist ein Schnitt von Burda Style und den verlinke ich euch unten in der Infobox. Wenn euch das gefällt, dann abonniert bitte meinen Kanal und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Schminkvideo wieder. Als erstes sucht ihr euch einmal das Material zusammen. Ich nehme für die Außenseite einen Stoff mit Kirschen und für innen einen weißen Stoff. Dann braucht ihr eine Schere, ca. 50 cm Gummiband, idealerweise 5 mm breit. Meins ist aber breiter, weil ich kein anderes hatte. Stecknadeln, ein Maßband, Schneiderkreide, 2 Sicherheitsnadeln, biegsamen Draht, eine Zange zum Draht abzwicken und natürlich Nähgarn. Jetzt druckt ihr euch die Anleitung von Maske 1 aus und schneidet die Papierschnittteile von Seite 4 und Seite 5 in eurer Größe aus. Faltet den Stoff für eure Außenseite in der Hälfte zusammen, sodass die schöne Seite innen liegt. Dann steckt ihr Schnittteil 1 darauf fest, damit es euch beim Zeichnen nicht verrutscht. Zeichnet mit der Schneiderkreide entlang der Papierkante und schneidet dann entlang eurer Markierung aus. Laut Anleitung soll man bei den kleinen Strichen den Stoff 3 mm einschneiden, aber das mache ich nicht, weil es unnötig ist. Als nächstes faltet ihr auch den Futterstoff in der Hälfte zusammen, steckt Schnittteil Nummer 2 darauf fest und macht genau das gleiche wie bei Teil 1. Dann nehmt ihr die Papierschnittteile vom Stoff runter, steckt die Teile an der abgerundeten Seite zusammen und macht euch 1 cm von der Kante weg eine Markierung, an der ihr dann die Stoffteile zusammennäht. Das gleiche natürlich auch beim Teil Nummer 2. Dann schnappt ihr euch die Nähmaschine und näht die Teile an der Markierung zusammen. Vergesst nicht am Anfang und am Ende eurer Naht immer ein kurzes Stück vorwärts und rückwärts zu nähen, damit eure Naht nicht aufgehen kann. Dann schneidet ihr den überschüssigen Faden weg und schneidet die Nahtzugaben auf ca. 5 mm zurück. An den Kurven solltet ihr die Nahtzugaben auch noch einschneiden, damit sich das besser umklappen lässt. Aber aufpassen, schneidet nicht in die Naht hinein. Bügelt danach die Nahtzugaben auseinander, damit sie flach liegen und näht dann an allen Teilen beidseitig der Mittelnaht im Abstand von 2 mm die Nahtzugaben fest. Dadurch liegt dann die Naht flacher. Das schaut dann noch super schick und professionell aus. Als nächstes nehmt ihr den Futterstoff und näht an den schmalen Seiten im Zickzackstich drüber, damit nichts ausfransen kann. Dann messt ihr wieder 1 cm ab, bügelt das flach und näht das mit einem geraden Stich fest. Dann legt ihr die Maske und das Futter rechts auf rechts aufeinander, das heißt die schönen Seiten aufeinander. Schaut, dass sich die Mittelnähte treffen, steckt das oben und unten fest und näht das im Abstand von 1 cm zur Kante fest. Jetzt könnt ihr endlich die Maske wenden, sodass die schöne Seite außen ist und euer Werk begutachten. Wenn ihr mit dem Bewundern fertig seid, bügelt ihr die obere und untere Kante schön flach, und zwar bis zum Ende vom Stoff. Näht jetzt im Abstand von 7 mm an der Ober- und Unterseite vom Anfang bis zum Ende der Maske. Dann liegt alles schön flach und kann nicht mehr verrutschen. Nun kommen wir zum Tunnel für das Gummiband. Und zwar heißt es da in der Anleitung, dass man das 1,5 cm nach innen bügeln soll und dann im Abstand von 1 cm zur Kante festnähen soll. Wenn euer Gummiband aber eine andere Breite hat, so wie meines, solltet ihr aber erst abmessen, wie groß euer Tunnel sein muss. Das steckt ihr dann wieder fest und näht es zusammen. Jetzt nehmt ihr euer Gummiband und die Sicherheitsnadeln, schneidet das Band in der Hälfte aufeinander, befestigt eine Sicherheitsnadel daran und schiebt das durch den Tunnel. Und mit der Sicherheitsnadel wird das Gummiband auch befestigt. Und damit man es nicht sieht, schiebt es in den Tunnel hinein.
Der letzte Schritt ist es jetzt, den Draht abzuschneiden und die Enden umzubiegen, damit man sich nicht ins Gesicht biegst. Ich habe da so ein Streberwerkzeug dafür, aber ihr könnt das auch mit einer Kombizange machen. Danach schiebt ihr den Draht durch den Tunnel von der oberen Kante. Und mit Hilfe vom Draht könnt ihr die Maske eurer Gesichtsform anpassen. Und wir sind schon fertig mit der Maske. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst mal ein Like da. Und ich sehe euch nächste Woche dann wieder mit neuen Schminktipps. Baba!